Deutsch lernen durch Hören. André als Taxifahrer. André ist Taxifahrer in einem Taxiunternehmen, das seiner Familie gehört. Seine Arbeitszeiten sind flexibel. Manchmal fährt er früh morgens, manchmal spät abends und manchmal den ganzen Tag. Je nachdem, wer gerade Dienst hat. Das Unternehmen hat mehrere Fahrzeuge und mehrere Mitarbeiter. Das Wichtigste an seinem Job ist es, sicher zu fahren. Die Kunden, die im Taxi sitzen, müssen sich sicher fühlen. Er hat ein Navi im Auto, mit dem er seine Ziele findet. In seiner Umgebung findet er sich aber auch ohne Navi zurecht. Wenn er einen Anruf bekommt, fährt er zur angegebenen Adresse und holt die Fahrgäste ab. Die meisten Fahrgäste sind nett und machen keine Schwierigkeiten. Aber es gibt auch ziemlich unhöfliche Leute. Besonders schlimm findet er es, wenn er Betrunkene von einer Party abholen muss. Schon mehr als einmal hat sich jemand in seinem Auto übergeben. Dann muss André hinterher sauber machen. Manchmal unterhält sich André mit seinen Fahrgästen, manchmal hören sie nur Musik oder die Nachrichten im Radio. Inzwischen kann er gut einschätzen, was den Kunden gefällt. Viele Kunden geben Trinkgeld, worüber er sich immer sehr freut. Neben dem Fahren ist auch die Wartung des Fahrzeugs wichtig. Er muss immer darauf achten, dass der Tank voll genug für eine sichere Fahrt ist. Außerdem muss er es mehrmals innen und außen reinigen, denn kein Kunde will in ein schmutziges Taxi einsteigen. Auch wenn mal eine kleine Reparatur am Auto nötig ist, kann André das selbst erledigen. Mit Fahrzeugen kennt er sich aus. Eva als Hausfrau. Eva hat keine klassische Arbeit. Ihr Mann verdient viel Geld. Deshalb muss sie nicht arbeiten gehen. Sie ist Hausfrau und bleibt zu Hause. Ihr Alltag ist sehr abwechslungsreich, aber dennoch strukturiert. Sie steht um 5 Uhr morgens auf und kocht Kaffee für sich und ihren Mann. Danach bereitet sie das Frühstück zu. Herr Berger steht immer um 6 Uhr auf. Eva legt ihm die Tageszeitung auf den Tisch. Dann weckt sie die Kinder. Gemeinsam frühstücken sie, bis sich Herr Berger verabschiedet. Er fährt zur Arbeit. Dann zieht Eva die Kinder an, putzt ihnen die Zähne und fährt sie zur Schule. Um 8 Uhr ist sie allein im Haus. Sie nutzt die Zeit, um die Tiere zu füttern. Die Familie hat 2 Katzen und 3 Hühner. Außerdem räumt sie auf und putzt das Haus. Dabei hört Eva immer laute Rockmusik. Die Arbeit entspannt sie. Sie putzt gerne, weil sie Ordnung mag. Manchmal geht sie vormittags einkaufen, wäscht die Wäsche der Familie, bereitet Aktivitäten für das Wochenende vor oder liest ein Buch. Mittags holt sie ihre Kinder von der Schule ab. Gemeinsam essen sie das Mittagessen, das Eva bereits am Vormittag zubereitet hat. Außerdem hilft sie den Kindern bei den Hausaufgaben. Am Nachmittag gehen Eva und ihre Kinder meistens nach draußen. Hinter dem Haus ist ein großer Wald, in dem sie gerne miteinander spielen. Danach bereiten sie gemeinsam das Abendessen zu. Herr Berger kommt erst um 18 Uhr nach Hause. Meistens ist er nach einem langen Tag sehr erschöpft. Eva liebt ihr Leben als Hausfrau. Sie kümmert sich gerne um alle Familienmitglieder. Monika als Babysitterin.
Monika arbeitet neben ihrem Studium als Babysitterin bei einer Familie in der Nachbarschaft. So verdient sie etwas Geld und kann Zeit mit ihrem kleinen Nachbarn verbringen. Heute kommt sie um 17 Uhr zu ihnen. Die Eltern des Kindes gehen ins Kino. Deshalb haben sie Monika angerufen. Sie verabschieden sich und fahren los. Die junge Frau und der kleine Junge namens Mike sind jetzt allein zu Hause. Mike will sofort spielen. Er hat von seiner Tante einen Kran aus Plastik bekommen. Stolz hält er ihn in die Höhe. Gemeinsam denken sie sich Spiele aus. Sie erfinden eine Baustelle auf dem Sofa. Eine Stunde später kocht Monika Spaghetti für den kleinen Jungen. Auch er darf helfen. »Pass auf, das Wasser kocht und hat ungefähr 100 Grad Celsius«, sagt Monika. Mike packt die Nudeln aus und gibt sie vorsichtig ins heiße Wasser. »Gut gemacht«, lobt ihn die Babysitterin. Nach dem Abendessen macht sie Mike bettfertig. Sie putzt ihm die Zähne, zieht ihm den Schlafanzug an und wäscht ihm das Gesicht. Dann legt sie ihn ins Bett und liest ihm eine Geschichte vor. Nach ein paar Minuten schläft Mike ein. Nun räumt Monika auf und setzt sich auf das Sofa. Sie schaut sich eine Fernsehserie an. Erst um 21 Uhr kommen Mikes Eltern zurück. Sie fragen, ob Mike brav war. »Ja, er war sehr brav und wir hatten viel Spaß«, sagt Monika. Die Eltern geben ihr 40 Euro, denn für jede Stunde bekommt sie 10 Euro. Monika macht der Job als Babysitterin Spaß, weil sie gut mit Kindern umgehen kann und weil es ihr Spaß macht, auf ihren kleinen Nachbarn aufzupassen. Sascha als Zauberer. Magie ist echt, sagt Sascha zu einem kleinen Kind. Das Kind schüttelt den Kopf. Es glaubt ihm nicht. Sascha hat einen Hut auf dem Kopf. Er nimmt ihn ab und zeigt dem Kind, dass der Hut leer ist. Dann zieht er einen lebendigen Hasen aus dem schwarzen Hut. Das Kind steht mit offenem Mund und großen Augen da und schaut Sascha erstaunt an. Er dreht sich zu den anderen Kindern um, die auf der Wiese sitzen. »Wo ist das Geburtstagskind?«, fragt er. Ein kleiner Junge namens Chris zeigt mit dem Finger. »Komm her, Chris«, sagt er. Sascha zeigt ihm ein paar Spielkarten. »Wähle eine Karte aus, aber ich darf sie nicht sehen«, sagt er. Das Kind nimmt eine Karte mit 3 Herzen. Es zeigt sie seinen Freunden und legt sie dann wieder in den Stapel. Sascha mischt die Karten und wählt eine aus. Er zeigt sie Chris und fragt, »Ist das deine Karte?« Dieser schüttelt den Kopf. Überrascht nimmt Sascha eine andere Karte und stellt die gleiche Frage. Wieder schüttelt Chris den Kopf. Dann geht Sascha hinter die Kinder und hebt eine riesige Karte vom Boden auf. Sie ist so groß wie Chris. »Ist das deine Karte?«, fragt er, und alle Kinder jubeln. »Wie hast du das gemacht?«, fragt Chris. Sascha lächelt und antwortet, »Magie.« Sascha liebt seinen Beruf. Jeder Tag ist anders. Er darf kindisch sein und lacht viel. Er verbringt den ganzen Tag mit Kindern. Er bringt sie zum Lachen. Seinetwegen glauben sie an Zauberei. Er ist ein guter Performer. Tabea als Steuerberaterin. Tabeas Klassenkameraden haben Mathematik gehasst, aber sie hat es geliebt. Auch heute noch liebt sie Zahlen, deshalb ist sie Steuerberaterin geworden. Sie arbeitet für reiche Leute. Von den Buchhaltern der Kunden bekommt sie Unterlagen.
In diesen Unterlagen stehen alle Einnahmen und Ausgaben der Person. Manchmal bekommt sie auch Rechnungen. Tabea ist die Vermittlerin zwischen ihren Kunden und dem Finanzamt. Sie prüft die Zahlen genau und bereitet die Unterlagen vor. Am Ende des Jahres macht sie den Jahresabschluss. Sie überlegt sich genau, wie der Kunde Steuern sparen kann. Ihr Ziel ist es, so wenig wie möglich zu zahlen. Sie füllt Formulare aus und trägt Zahlen ein. Dann schickt sie die Unterlagen an die zuständige Stelle im Finanzamt. Viele ihrer Kunden besitzen ein Unternehmen. Das macht ihre Arbeit sehr kompliziert. Sie ermittelt die Einkünfte der Kunden. Oft sind es Gewinne aus dem Unternehmen, Mieteinnahmen oder Erträge aus Kapitalanlagen. Die Einnahmen vergleicht sie mit den Ausgaben. Manchmal kauft der Kunde einen neuen Laptop für das Büro oder macht eine Geschäftsreise. Er rechnet die Einnahmen von den Ausgaben ab. Am Ende bleibt der Gewinn übrig. In einer Tabelle sieht sie, in welche Steuerklasse der Kunde fällt. Oft muss er mehr als 50% seines Gewinns als Steuer an das Finanzamt zahlen. Das ist die Einkommensteuer. Das Finanzamt prüft Tabeas Arbeit genau. Erst nach der Prüfung überweist sie die Steuern vom Konto ihres Kunden an das Finanzamt. Als Steuerberaterin muss Tabea sehr genau arbeiten. Jeder Cent zählt. Außerdem verbringt sie viele Stunden am Computer. Wenn ein Fehler entsteht, muss Tabea ihn finden. Das dauert manchmal lange, aber es macht ihr Spaß. Patrick als Masseur. Ein Jahr lang hat Patrick eine Ausbildung in einem Ausbildungszentrum gemacht. Das hat ihm Spaß gemacht, weil er das Massieren an seinen Freunden geübt hat und sie an ihm. Das heißt, er hat in dieser Zeit viele Massagen bekommen. Patrick ist fleißig und hat alle Prüfungen mit der besten Note bestanden. Dann hat er in einem Betrieb gearbeitet, das war ein Schwimmbad mit Sauna. Dort gab es 3 Behandlungsräume und 6 Masseure. Die Arbeit war anstrengend, weil er jeden Tag 9 oder 10 Massagen hintereinander machen musste. Am Ende des Tages waren seine Arme sehr müde. Deshalb hat er nach ein paar Monaten gekündigt. Er hat in einer kleinen Massagepraxis in der Stadt gearbeitet. Sein Chef hat außerdem Massageöle, ätherische Öle und interessante Bücher über Gesundheit verkauft. Nach ein paar Jahren hat Patrick beschlossen, seine eigene Praxis zu eröffnen. Nun ist der Tag gekommen. Der erste Kunde kommt. »Meine Schulterblätter tun weh und mein Oberschenkelmuskel schmerzt«, klagt er. Patrick kennt das Problem. Er weiß, welche Muskelfasern er massieren muss, damit der Schmerz verschwindet. Seine Erfahrung hilft ihm. Er beginnt mit den Füßen, massiert die Unterschenkel und kommt langsam zu den Oberschenkeln. Dann legt er heiße Steine auf die Muskeln. Das entspannt sie. Patrick nimmt etwas Massageöl und massiert die Schultern des Kunden. Nach der Behandlung geht es dem Kunden besser. Deshalb ist Patrick Masseur. Es macht ihm Spaß, anderen Menschen zu helfen und ihnen ihre Schmerzen zu nehmen. Octavus als Kameramann. Octavus ist Kameramann und muss heute um 4 Uhr aufstehen, weil der Drehort 2 Stunden entfernt ist. Während der Autofahrt liest er sich noch einmal das Drehbuch durch und überlegt, wie er die verschiedenen Szenen filmen soll. Am Drehort angekommen, prüft er zunächst, ob die Kameraausrüstung funktioniert und vollständig ist. Dann schaut er sich den Drehort genau an und hat schon einige Ideen, was er filmen könnte.
In der Zwischenzeit sind die Schauspieler in der Maske. Eine weitere wichtige Aufgabe ist die Einstellung der Beleuchtung. Dies geschieht oft mit Hilfe von Lichtdoubles. Wenn der Regisseur Zeit hat, bespricht Octavius das Drehbuch vorher mit ihm, denn der Regisseur und der Kameramann haben meistens bestimmte Szenen im Kopf, die sie ausprobieren wollen. Wenn er mit seinen Vorbereitungen früher fertig ist als die Schauspieler, gönnt er sich eine kurze Pause, um sich zu entspannen oder etwas zu essen. Wenn schließlich alle bereit sind, kann gefilmt werden. Viele Szenen werden immer wieder gedreht. Das kann passieren. Die Schauspieler vergessen ihren Text oder eine Kameraeinstellung funktioniert nicht. Vieles fällt erst während des Filmens auf, deshalb muss viel geändert werden. Als Kameramann muss Octavius körperlich fit sein. Die Kamera und die dazugehörige Ausrüstung sind schwer und er muss sie den ganzen Tag tragen. Dazu gehören Licht, Kabel, Kopfhörer, Mikrofone und vieles mehr. Octavius muss sich mit all diesen Dingen auskennen und sie reparieren können. Manchmal arbeitet er auch bei Live-Sendungen oder Sportveranstaltungen. Das sind Projekte, bei denen man auf andere Dinge achten muss. Octavius' Arbeit ist sehr abwechslungsreich. Lina als Augenärztin. Lina ist Augenärztin und hat vor kurzem ihre eigene Praxis eröffnet. Ihr Beruf darf nicht mit dem Augenoptiker verwechselt werden. Augenoptiker untersuchen, wie gut jemand sieht und korrigieren Sehschwächen. Bei Bedarf verschreiben sie eine Brille oder Kontaktlinsen. Lina ist für Augenkrankheiten zuständig. Zu ihr kommen Menschen, die zum Beispiel Augenschmerzen oder trockene Augen haben. Lina in die Praxis kommt, setzt sie sich erst einmal an den Computer und liest ihre E-Mails oder schreibt Arztbriefe. Dann ist es besonders wichtig, dass die Arbeitsflächen und Geräte sauber sind. Wenn ein Patient zu ihr in die Praxis kommt, stellt sie zunächst einige Fragen zu den Beschwerden und Symptomen. Dann führt sie verschiedene Untersuchungen am Auge durch, zum Beispiel an der Netzhaut oder am Sehnerv. Dabei kann sie viele verschiedene Diagnosen stellen. Sie verschreibt Medikamente wie Augensalben, Tropfen oder Gels sowie Tabletten. Sie führt auch Augenoperationen durch. Sie bietet auch Laserbehandlungen gegen Kurz- und Weitsichtigkeit an. Hier muss sie mit den Patienten vor allem über mögliche Probleme oder Nebenwirkungen der Behandlung und über die Kosten sprechen, denn nicht alles wird von der Krankenkasse übernommen. Manchmal muss sie ihre Patienten auch zu anderen Ärzten schicken, denn Probleme mit den Augen haben nicht unbedingt etwas mit einer Augenkrankheit zu tun. Manchmal sind es nur Symptome einer anderen Krankheit, die Lina nicht behandeln kann. Auf jeden Fall ist dieser Job nichts für schwache Nerven. Viele Menschen können nicht zusehen, wenn die Augen behandelt werden, weil sie es ekelhaft finden. Tom als Straßenreiniger. Tom liebt Pflanzen sehr. Er kennt jede Pflanze in seiner Umgebung und weiß, wo sie wächst. Früher hat er in einem Gartenmarkt gearbeitet, aber das wurde ihm zu langweilig. Er mag es, an der frischen Luft zu arbeiten. Deshalb hat er sich bei der Stadtgärtnerei beworben. Der Betrieb war von seiner Erfahrung überzeugt und hat ihn sofort eingestellt. Im Winter ist es ruhig. Er bereitet das Betriebsgelände auf den Frühling vor und nimmt seinen ganzen Urlaub in der kalten Jahreszeit. Die Pflanzen ruhen und Tom auch.
Im Frühling wird seine Arbeit wieder spannend. Er bearbeitet die Erde. Dann sät er neue Samen. Das macht ihm am meisten Spaß. Im Stadtpark macht er ein interessantes Muster mit bunten Blumen. Im Sommer wird man das Muster sehen. Im Sommer gießt er die Pflanzen. Er düngt sie und schneidet sie ab, wenn sie zum Beispiel auf die Straße wachsen. Jetzt sieht er das Ergebnis seiner harten Arbeit im Frühling. Die Blumen blühen und die Bäume sind voller grüner Blätter. Der Herbst ist seine Lieblingsjahreszeit. Die Natur verlangsamt sich wieder und die Pflanzen hören auf zu wachsen. Sie verlieren ihre Blätter und bereiten sich auf den Winter vor. Tom ist mit dem Laubbläser unterwegs. Das ist ein langes Gerät, aus dem Luft nach vorne kommt. Es ist ziemlich laut. Deshalb setzt Tom Kopfhörer auf. Der schützt ihn vor dem Lärm. Dann pustet er mit dem Laubbläser alle Blätter zusammen. Sein Kollege schaufelt sie auf einen kleinen Wagen. Sie bringen die Blätter zur Kompostieranlage. Am nächsten Tag liegen wieder viele Blätter an der gleichen Stelle. Tom mag seine Arbeit, weil er jeden Tag frische Luft atmet, mit Pflanzen arbeitet und die Stadt schöner macht. Lasse als Apotheker. Lasse ist Apotheker. Wenn Kunden in die Apotheke kommen, begrüßt er sie freundlich und fragt, was sie brauchen. Manchmal haben sie ein Rezept vom Arzt, das sie einlösen müssen. Andere Kunden kaufen rezeptfreie Medikamente wie Nasenspray oder Kopfschmerztabletten. Auch Vitamine, Tees und Beautyprodukte werden in der Apotheke verkauft. Die wichtigste Aufgabe von Lasse ist es, die Kunden über die richtige Einnahme, Anwendung und Aufbewahrung der Produkte zu informieren. Es ist auch wichtig zu erwähnen, welche Nebenwirkungen vorkommen können. Oft kommen Kunden in die Apotheke und erzählen dem Apotheker, welche Beschwerden sie haben und fragen, welches Medikament dafür am besten wirkt. Lasse fragt dann immer genau nach und überlegt, welches Medikament am besten geeignet ist. Wenn Lasse eine freie Minute hat, schaut er nach dem Vorrat oder geht ans Telefon. Wenn die Medikamente nicht vorrätig sind, bestellt Lasse sie nach. Manchmal ist das leider nicht möglich. Dann empfiehlt er entweder ein ähnliches Produkt oder rät dem Kunden, es in einer anderen Apotheke auszuprobieren. In seinem Beruf muss er sich natürlich sehr gut mit Medikamenten und ähnlichen Produkten auskennen. Außerdem muss er auch selbst Salben und so weiter mischen und herstellen, wenn die Kunden ein Rezept haben. Wenn eine Lieferung mit neuen Medikamenten und Produkten ankommt, nimmt Lasse sie und beginnt damit, alles richtig einzuräumen. Die Gesundheit seiner Kunden ist Lasse sehr wichtig. Deshalb gibt er sein Bestes, um sie gut zu beraten. Manchmal rät er ihnen auch, mit ihren Problemen zum Arzt zu gehen. Auch er muss immer auf Hygiene achten, da er täglich mit kranken Menschen zu tun hat. Dagmar als Tätowiererin. Dagmar hat seit vielen Jahren ein eigenes Tattoo-Studio. Wenn ein Kunde in ihr Studio kommt, ist die Beratung das Wichtigste. Diese Beratung dauert manchmal einen ganzen Termin, sodass der Kunde noch einmal kommen muss. Dabei wird besprochen, welches Motiv, in welcher Größe und an welcher Körperstelle tätowiert werden soll. Man kann aus vorgefertigten Motiven wählen, ein eigenes Motiv mitbringen oder sich von Dagmar ein individuelles Motiv zeichnen lassen. Sie hat einen Katalog mit Hunderten von Tattoo-Motiven, die sie selbst entworfen hat. Und es werden immer mehr. Inzwischen entwirft Dagmar ihre Motive mit dem iPad.
Sie liebt es, kreativ zu sein. Vor dem Stechen wird eine Schablone aufgeklebt, um zu sehen, ob dem Kunden das Motiv und die Stelle auch wirklich gefällt. Schließlich gibt es nach dem Stechen kein Zurück mehr. Dann beginnt sie, die Tinte mit der Tätowiermaschine unter die Haut zu stechen. Als Tätowiererin braucht sie eine ruhige Hand und viel Präzision. Dagmar ist gut darin, ihre Kunden zu beruhigen. Denn vor allem Menschen, die sich zum ersten Mal tätowieren lassen, sind sehr nervös. Sie wissen nicht, wie weh es tut oder ob etwas passieren kann. Deshalb klärt Dagmar ihre Kunden vorher über alles auf und beruhigt sie auch während des gesamten Prozesses. Meistens hört sie dann, dass sie es sich schlimmer vorgestellt haben. Aber es kommt leider auch vor, dass Leute ohnmächtig werden. Zum Schluss erklärt sie ihren Kunden, wie sie ihr Tattoo richtig behandeln können. Sie können immer zu ihr kommen, wenn es später Probleme gibt. Und das Wichtigste ist, die Stelle nach dem Tätowieren sauber zu machen. Petra als Webdesignerin. Petra ist Webdesignerin in einem Unternehmen. Sie kümmert sich alleine um die Website. Das kann manchmal viel Arbeit sein, aber es macht ihr Spaß. Erst vor ein paar Monaten hat sie die Website komplett neu gestaltet, da sie veraltet war. Dafür hat sie einige Vorgaben von ihren Vorgesetzten bekommen. Petras Aufgabe ist es, die Website so funktionell wie möglich zu gestalten. Sie muss leicht zu bedienen sein und man muss sich gut zurechtfinden können. Schließlich soll die Seite auch noch schön aussehen und zum Design des Unternehmens passen. Petra muss auch so viel wie möglich über die Zielgruppe des Unternehmens wissen, um die Webseite an ihre Vorlieben anzupassen. Dafür muss sie sich zunächst ein Konzept ausdenken. Obwohl Webdesign ein digitaler Beruf ist, macht Petra ihre Skizzen am liebsten mit einem Stift auf Papier. So kann sie vieles schnell ausprobieren und sich besser vorstellen. Dann sucht sie im Internet nach Bildern, Videos und Audiodateien, die sie verwenden kann, oder macht sie selbst. Diese bearbeitet Petra dann und fügt sie in die Webseite ein. Außerdem erstellt sie Grafiken oder Designs, meistens mit Adobe-Programmen. Die Website soll sowohl auf Computern als auch auf Handys, Tablets und Co. gut aussehen und funktionieren. Dafür braucht Petra Programmierkenntnisse. Dann ist es an der Zeit, die Website ihren Vorgesetzten zu zeigen, bevor sie veröffentlicht wird. Hier ist es wichtig, dass sie kritikfähig ist, denn sie sagen Petra, was sie gerne geändert hätten. Diese Dinge überdenkt sie dann noch einmal und ändert sie. Manchmal muss Petra aber auch die Wünsche ihrer Vorgesetzten ablehnen, denn nicht alles ist im Webdesign möglich oder gut. Und Petra ist schließlich der Profi. Simon als Juwelier. Schon als kleines Kind hat Simon alles geliebt, was glänzt. Seine Mutter hatte ein kleines Schmuckkästchen und Simon hat oft ihren Schmuck genommen. Er hat sich die bunten Ohrringe, Armbänder und Halsketten immer genau angeschaut. Auch die Uhren seines Vaters hat er sehr geliebt. »Du solltest Juwelier werden, wenn du groß bist«, hat sein Vater immer gesagt. Heute ist Simon Juwelier. Mit 16 hat er eine Lehre bei einem bekannten Juwelier in seiner Nähe gemacht. Er hat gelernt, wie echte Diamanten aussehen und wie man Fälschungen erkennen kann. Heute hat er sein eigenes Geschäft in der Hauptstadt des Landes.
Jeden Morgen um 8 Uhr öffnet er seinen Laden. In der Mitte des Ladens steht eine große Vitrine mit den teuersten Stücken, die er verkauft. Dahinter steht eine kleine Theke mit anderen wertvollen Schmuckstücken. Die Glocke über der Tür klingelt. Ein Kunde kommt herein. »Ich brauche einen Verlobungsring für meine Freundin«, sagt er stolz. Simon kann ihm helfen. Er zeigt ihm verschiedene Ringe. »Dieser Ring hat einen 14-Karat-Diamanten«, sagt er. Der Kunde findet ihn schön, aber er möchte noch einen anderen kaufen. »Dieser Ring ist aus reinem Gold«, sagt Simon und gibt dem Kunden den Ring. Wieder ist der Kunde mit dem Ring nicht zufrieden. Dieser Ring ist aus Silber und hat einen echten, seltenen, dunkelroten Rubin. Der Kunde ist begeistert. Er kauft den Ring sofort. Auch Simon ist zufrieden. Er hat einen wertvollen Ring verkauft und weiß, dass sich die Freundin des Kunden sehr darüber freuen wird. Deshalb liebt es Simon, Juwelier zu sein. Er ist den ganzen Tag vom schönen, glänzenden Schmuck umgeben und macht gleichzeitig Menschen glücklich. Jens als Kapitän. Das Leben als Kapitän kann gefährlich sein. Jens ist tagelang auf dem Meer mit einem großen Kreuzfahrtschiff unterwegs. Als kleiner Junge hat er in einer kleinen Stadt am Meer gelebt. Sein Vater war Fischer und ist oft mit Jens auf dem Fischerboot gefahren. Sie haben große Netze ins Wasser geworfen. Nach ein paar Kilometern haben sie das Netz wieder hochgezogen. Es war voller Fische, die sie auf dem Markt verkauft haben. Als Jens erwachsen war, hat er sich auch ein kleines Boot gekauft. Im Hafen seiner Stadt hat er immer die großen Schiffe gesehen. Manche waren Containerschiffe, die Lebensmittel und andere Produkte in die Stadt gebracht haben. Andere Schiffe waren für Touristen, die eine Reise gemacht haben. Diese Kreuzfahrtschiffe waren sehr modern. Sie hatten einen Swimmingpool und nachts konnte Jens wunderschöne Lichter in den Fenstern und auf dem Deck sehen. Er wusste, dass er eines Tages auf so einem Schiff arbeiten möchte. Zuerst hat er als Schiffsjunge angefangen. Als das Schiff in den Hafen gefahren ist, hat er sich um den Anker gekümmert. Oft hat er auch die Buge geputzt. Das ist der vordere Teil eines Schiffes. Er war an Seilen befestigt und wurde von Deck aus hinuntergelassen. Das war eine schwere und gefährliche Arbeit. Er weiß auch, dass es in den Schiffen Schoten gibt. Das sind Trennwände. Sie schützen den Rest des Schiffes, wenn ein Leck ist und Wasser reinkommt. Als Kapitän ist er der Chef auf dem Schiff. Er sagt allen, was zu tun ist und in welche Richtung das Schiff fahren soll. Er ist verantwortlich für alle Menschen auf dem Kreuzfahrtschiff. Jens kümmert sich um fast alles. Das gefällt ihm am besten. Sabrina als Taucherin. In Sabrinas Dorf ist es im Winter sehr ruhig, aber im Sommer sind viele Touristen hier. Sie liegen am Strand und genießen die warmen Sonnenstrahlen. Viele Leute im Dorf bieten den Touristen verschiedene Erlebnisse an. Der Bauer gibt Führungen durch seinen Weinberg. Ein anderer bringt den Touristen das Segeln bei. Sabrina zeigt die Unterwasserwelt.
Sie ist eine leidenschaftliche Taucherin. Sie verbringt viel Zeit im Neoprenanzug und mit Taucherbrille auf dem Gesicht. Manchmal taucht sie auch mit einem Schnorchel. Oft hat sie auch eine Sauerstoffflasche auf dem Rücken, dann kann sie tief tauchen. Heute ist sie wieder zwischen den Korallen des Riffs unterwegs. Sie entdeckt bunte Fische und Muscheln. Langsam schwingt der Seetang im Wasser hin und her. Sabrina fühlt sich im Meer wie eine Meerjungfrau. Sie will zurück ans Ufer, denn sie hat Hunger. Dort liegen viele Menschen auf ihren Handtüchern. Plötzlich kommt ein kleines Mädchen auf sie zu, es weint. »Ich bin bis zu den Bojen geschwommen. Leider habe ich meine Halskette verloren. Meine Oma hat sie mir geschenkt, als ich geboren wurde. Kannst du mir helfen?« fragt das Mädchen. Sabrina will ihr helfen. Sie geht zurück ins Wasser und sucht auf dem Meeresgrund nach der Kette. Sie kontrolliert jeden Zentimeter. Leider hat das Wasser den Sand am Boden aufgewirbelt. Etwa eine Stunde lang sucht sie. Sie gibt fast auf, als sie etwas im Sand glitzern sieht. Es ist eine Halskette. Sie bringt die Halskette dem kleinen Mädchen. Es freut sich sehr darüber. Als Taucherin kann man nicht nur eine andere Welt entdecken, sondern manchmal auch anderen Menschen helfen. Es vergehen Stunden, Tage und Nächte. Ich starre aufs Telefon. Wann rufst du endlich an? Endlich ein Klingelton. Bist du dran? Ich höre nur einen Atem, doch ich spüre, das bist du. Kann es kaum erwarten, deine Stimme zu hören und du. Bitte sag doch nur ein Wort, nimm den Druck von meiner Seele, sag, dass du am anderen Ende bist, ich mich nicht mehr länger quäle. Ich sende dir meine Gedanken, hast du mich nicht vermisst? Unser Streit war unnötig, den man besser schnell vergisst. Es waren nur Kleinigkeiten, heute sehe ich es ein. Doch du fehlst mir so und ich fühle mich so allein. Bitte sag doch nur ein Wort, nimm den Druck von meiner Seele, sag, dass du am anderen Ende bist, ich mich nicht mehr länger quäle. Hallo, hallo, bist du noch dran? Sag doch ein Wort, ich glaub fest daran, dass es einen Weg gibt für uns zwei. Und unsere Liebe ist noch nicht vorbei. Bitte sag doch nur ein Wort, nimm den Druck von meiner Seele, sag, dass du am anderen Ende bist, ich mich nicht mehr länger quäle. Bitte sag doch nur ein Wort, nimm den Druck von meiner Seele, sag, dass du am anderen Ende bist und ich mich nicht mehr länger quäle, mich nicht mehr länger quäle.
bist du noch dran? Melde dich doch. Hallo, hallo, ruf doch noch mal an. Timo als Wächter. Timo kommt zur Arbeit kurz bevor die Bank öffnet. Er trägt eine schwarze Uniform. Die enge Jacke zeigt seine Muskeln. Als Wächter muss er stark aussehen. Seine Aufgabe ist die Sicherheit. Deshalb macht er oft ein ernstes Gesicht. Den ganzen Tag kommen Menschen in die Bank. Sie erledigen ihre Bankgeschäfte und gehen wieder. Er weiß, dass manche Leute viel Geld in der Tasche haben, wenn sie die Bank verlassen. Oft sorgt Timo dafür, dass die Leute sicher zu ihren Autos auf dem Parkplatz kommen. Er begrüßt eine alte Dame, die jede Woche in die Bank kommt. In diesem Moment sieht er einen Mann, der die Stufen zum Keller hinuntergeht. Der Mann glaubt, dass Timo abgelenkt ist, aber er sieht ihn aus dem Augenwinkel. Die alte Dame geht zum Schalter und Timo geht in den Keller. Dort steht ein großer Tresor. Hier hat die Bank Bargeld. Über 700.000 Euro werden hier gelagert. Der Mann holt eine Brechstange aus seinem Rucksack, aber Timo ist schneller. Er packt den Mann am Arm und zieht ihn die Treppe hinauf. Timo hat ein kleines Büro. Darin sind mehrere Bildschirme, die die Aufzeichnung der Überwachungskameras zeigen. Nach wenigen Minuten ist die Polizei da. Sie nimmt den Mann mit. Er bekommt eine Anzeige. Das war aufregend. Timo ist sehr stolz. Als Wächter in der Bank muss man aufmerksam und stark sein. Er ist wie ein Polizist, nur ohne großes Risiko und Gefahr. Er beschützt Menschen. Deshalb liebt er seine Arbeit. Hanna als Richterin. Endlich ist Hanna Richterin. Der Weg zu diesem Titel war lang. Sie hat jahrelang Jura studiert, das war schwer. Dann hat sie einige Jahre in einer Kanzlei gearbeitet und verschiedene Praktika gemacht. Sie hat auch ein Praktikum am Gericht gemacht, wo sie jetzt arbeitet. Zum Schluss hat sie eine Prüfung gemacht und jetzt ist sie endlich fertig. Hanna hat in der Schweiz studiert und wohnt jetzt in Deutschland. Aber die Gesetze sind in jedem Land und in jedem Bundesland anders. Wer Richter werden will, muss strenge Regeln befolgen. Hanna wusste schon immer, dass sie Richterin werden will. Sie ist selbstständig und verantwortungsbewusst. Sie kann gut kommunizieren, denkt analytisch und sucht immer nach der Lösung eines Problems. Außerdem ist sie gut darin, Entscheidungen zu treffen. All diese Eigenschaften machen Hanna zu einer perfekten Richterin. Hannas Schwerpunkt sind zivilrechtliche Streitigkeiten. Wenn es zum Beispiel einen Streit zwischen Mieter und Vermieter gibt, kümmert sie sich darum. Letzte Woche hat ein Mieter seine Miete nicht bezahlt. Der Vermieter hat Anzeige erstattet. Dann sind beide mit ihren Anwälten zum Gericht gegangen. Hanna hat entschieden, dass der Mieter die Miete zahlen und sofort ausziehen muss. Sie ist auch für das Verkehrsunfallrecht zuständig. Das ist manchmal nicht ganz einfach. Überhaupt hat Hannas Beruf viel mit Bürokratie zu tun. Sie muss alles dokumentieren und strengen Gesetzen folgen.
Die einzelnen Fälle dauern oft mehrere Monate und kosten viel Geld. Die Arbeit ist sehr abwechslungsreich. Kein Fall wiederholt sich. Das gefällt ihr besonders. Jakob als Detektiv. »Bitte helfen Sie mir«, sagt die Frau. Sie sitzt dem Detektiv Jakob gegenüber. Ihr Mann ist verschwunden. Er geht nicht ans Telefon, wenn sie ihn anruft. Aber die Polizei will ihr nicht helfen. Es ist noch zu früh, sagen sie. Die Frau weiß, dass ihrem Mann etwas passiert ist. Er ruft sie immer an, wenn er zu spät nach Hause kommt. Gestern war er die ganze Nacht weg. Das macht ihr Sorgen. Jakob nimmt den Fall an. Die Frau gibt ihm ein Foto ihres Mannes. Zuerst geht Jakob in seine Firma. Er war seit einer Woche nicht mehr hier, sagt ein Kollege des Mannes. Jakob findet das sehr interessant. Das ist sein erster Hinweis. Im Fernsehen sieht man Detektive immer mit einer Lupe. Aber Jakob sieht wie ein ganz normaler Mensch aus. Man soll ihn nicht gleich erkennen. Deshalb hat er eine Mütze auf dem Kopf und einen zu großen Mantel um die Schultern. Ein anderer Kollege bringt ihn auf eine Spur. Er ist oft im Casino, sagt er. Aber seiner Frau hat er nicht gesagt, dass er oft ins Casino geht. Jakob fährt hin. Tatsächlich sitzt der Mann an einem Spielautomaten. Der Detektiv ruft seine Frau an. Sie erfährt, dass ihr Mann spielsüchtig ist. Der Fall ist gelöst. Das war der leichteste Fall meines Lebens, denkt Jakob. Normalerweise hat er nur kleine Hinweise und muss viel recherchieren und nachdenken, um den Fall zu lösen. Oft sucht er nach vermissten Personen oder Gegenständen. Dabei versucht er, seine Identität geheim zu halten. So wird er in der Öffentlichkeit nicht erkannt. Deshalb mag Jakob seinen Beruf sehr. Er muss analytisch denken, den roten Faden finden und hat oft nur wenige Hinweise. Er hat ein Auge fürs Detail. Finn als Rapper. Wie jeden Tag sitzt Finn auf einer Parkbank auf einem kleinen Hügel. Er schaut in die Ferne und sieht die Sonne untergehen. Der Sonnenuntergang ist farbenfroh. Die vielen Farben und die Stille der Natur inspirieren Finn. Er hat ein Notizbuch auf seinem Schoß und schreibt seine Gedanken auf. Leise singt er die Worte. Es ist ein Liedtext, den er sich ausdenkt. Er rappt den Text zu einem einfachen Beat. Er rappt über seine Probleme. Er hat ein schwieriges Verhältnis zu seinem Vater. Das belastet Finn sehr. Die Musik hilft ihm, mit seinen Problemen umzugehen. Rappen ist für mich wie Therapie, sagt er oft. Am nächsten Tag trifft er sich mit seinem Freund. Der hat ein kleines Tonstudio. Er singt ihm den Text vor. Sein Freund erfindet eine Melodie dazu. Es ist magisch, mit dir Musik zu machen, sagt er. Gemeinsam nehmen sie das Lied auf. Nach ein paar Stunden ist es fertig. Sie hören sich das fertige Musikstück an und sind begeistert. Sie stellen das Lied ins Internet. In der Nähe gibt es ein Tanzstudio. Der Hip-Hop-Lehrer des Tanzstudios entdeckt ihr Lied. Es gefällt ihm und er fragt, ob er es verwenden darf.
Er zahlt Finn einen kleinen Betrag für das Lied. Jetzt hat er die Rechte an dem Lied und darf es verwenden. Eine Woche später sieht Finn, dass der Tanzlehrer ein Video ins Internet gestellt hat. Seine Schüler tanzen zu Finns Lied. Einige Tage später ruft der Tanzlehrer den Rapper an. »Kannst du einen Song für mich machen? Ich möchte damit Werbung für unser Tanzstudio machen«, sagt er. Finn ist begeistert. Zum ersten Mal verdient er Geld mit seiner Musik. Seine Karriere als Rapper hat begonnen. Finn lebt seinen Traum, denn Rappen ist seine Leidenschaft. Bald wird er im ganzen Land bekannt sein. Nils als Soldat. »Warum bist du Soldat geworden?« fragt Bert. Er sitzt zusammen mit Nils im Schützengraben. Es ist Krieg und der Feind steht kurz vor der Grenze. Seit einer Stunde warten die Soldaten auf den Befehl ihres Vorgesetzten. »Ich will mein Vaterland schützen«, antwortet Nils stolz. Bert nickt und Nils ergänzt: »Ich bin stark, ich kann kämpfen. Aber es gibt viele Menschen in meinem Land, die sich nicht verteidigen können.« Es ist still zwischen den beiden Männern. Beide tragen Uniform und Helm. Jeder hält eine lange Waffe in der Hand. »Ich habe Angst«, sagt Bert. »Dann ist dieser Beruf nichts für dich«, antwortet Nils. »Jetzt ist es zu spät. Jetzt musst du kämpfen.« Bert nickt und Nils fragt: »Warum bist du Soldat? Du bist stark, aber nicht mutig.« Bert überlegt. »Die Anerkennung und der gute Lohn sind die Gründe, warum ich Soldat bin«, sagt er leise. Plötzlich hören sie einen Schrei. Es ist ihr Kommandant. »Macht euch bereit! Der Feind kommt«, schreit er. Nils macht ein ernstes Gesicht. Er hört die Pferde des Feindes und steht auf. Er schießt auf die Feinde. Viele Kugeln kommen auf ihn zu. Er duckt sich wieder. Bert sitzt stumm wie ein ängstliches Kind im Graben. Nils steht wieder auf und schießt auf die Gegner. Er hat noch genug Patronen. Er sieht, wie Bert fliehen will. »Ich kann nicht«, schreit er weinend, aber er rennt in das Feuer der Feinde und wird getroffen. »Du dummer Narr«, sagt Nils. Nach einer Weile haben Nils und seine Truppe den Kampf gewonnen. Bert ist verletzt. Er wird ins Krankenhaus in der Stadt gebracht und kehrt nicht mehr auf das Schlachtfeld zurück. Ein Soldat muss für alles bereit sein. Paula als Sportassistentin. Paula treibt jeden Tag Sport. Sie liebt es zu laufen, Fußball zu spielen und ihren Körper zu trainieren. Seit einem Jahr ist sie Mitglied in einem Verein. Der Fußballverein in ihrem Dorf hat neue Mitglieder gesucht und Paula wollte sofort dabei sein. Jetzt spielt sie jede Woche im Team. Leider mag sie es nicht, unter Druck zu spielen. Sie macht es lieber in Ruhe. Das hat sie auch ihrem Trainer gesagt. »Wenn du willst, kannst du unsere neue Sportassistentin werden. Das kannst du machen, bis du die Schule abgeschlossen hast«, sagt er. Paula gefällt die Idee. So ist sie Teil des Teams, aber ohne Wettkampfdruck. Jetzt trifft sich Paula einmal in der Woche mit dem Trainer des Teams. Sie hilft ihm, Veranstaltungen zu organisieren und sich mit den anderen Teams zu verabreden.
Sie kann gut mit anderen Menschen kommunizieren und hat schon viele gute Beziehungen zu anderen Vereinen aufgebaut. Zu ihren Aufgaben gehört es auch, Sponsoren zu finden. Manchmal muss ihre Mannschaft einen weiten Weg zu einem anderen Fußballfeld fahren. Dann muss der Vereinsbus getankt werden. Die Vereinsmitglieder wollen etwas essen. Das kostet Geld. Wer bezahlt das? Die Sponsoren bezahlen es. Paula kontaktiert Firmen. Sie ruft zum Beispiel die örtliche Bank an und fragt, ob sie für den Verein Geld spenden kann. Dafür klebt der Verein das Logo der Bank auf den Bus und die Trikots. Das nennt man Sponsoring. Das funktioniert gut und auch hier hat Paula wertvolle Kontakte geknüpft. Es gibt auch viele kleine Aufgaben, die Paula erledigt. Sie kümmert sich zum Beispiel darum, dass die Uniformen des Vereins in die Reinigung kommen. Das macht ihr Spaß. Nach der Schule kann sie Vollzeit im Verein anfangen, wenn sie möchte. Ich sitz an meinem Schreibtisch, dein Foto steht vor mir. Ich denk an all die Jahre, die ich so glücklich war mit dir. Unser Leben läuft noch einmal an mir vorbei. So als wär es gestern, als wärst du noch bei mir. Ich liebte an dir jede Falte, jede Furche im Gesicht. Du warst so voller Liebe, voller Zärtlichkeit und Licht. Du warst stets an meiner Seite, hast mich immer aufgefangen. Du warst der Anker meines Lebens und bist viel zu früh gegangen. Ich vermisse dich so sehr, ich vermisse auch dein Lachen. Auch wenn du mit mir geschimpft hast und so vieles mehr. Mein Leben ist nicht mehr dasselbe, wie es einmal war. Doch ich danke dir für jede Stunde, in der ich glücklich mit dir war. Ich liebte an dir jede Falte, jede Furche im Gesicht. Du warst so voller Liebe, voller Zärtlichkeit und Licht. Du warst stets an meiner Seite, hast mich immer aufgefangen. Du warst der Anker meines Lebens und bist viel zu früh gegangen. Und bevor ich schlafen gehe, steh ich am Fenster und schau nach oben. Sag dir liebevoll Gut Nacht, dann hör ich dein Lachen und deine Worte. Du, gib bitte auf dich Acht, unsere Liebe, sie wird immer sein. Übersteht Raum und Zeit, denn sie ist unendlich bis in die Ewigkeit. Ich liebte an dir jede Falte,